Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Können die Hunde Indiens mithalten? Nun, eventuell nicht in der Zazit Golden League, aber sonst allemal. Zum Thema Zazit Golden League, Zazit Germany 2026 möchte ich unbedingt noch etwas sagen. Diese Zazit Golden League hat die Gebrauchshundewelt unbedingt gebraucht. Das ist etwas ganz Tolles. Und dieses Jahr fand die Zazit Germany zwischen 17. und 22. März in Bayern statt. Einer meiner Freunde war vor Ort und ließ mich hier und da mal live über WhatsApp zugucken. Und ich kann Ihnen sagen, das war ganz großes Kino. Meinen größten Respekt an die Organisatoren, an die Veranstalter dieser tollen Veranstaltung, an die Richter, ans Richterteam, tolle Leute, an die Figuranten, an alle, die da mitgewirkt haben und nicht zuletzt meinen höchsten Respekt an alle Starter, ob Sieger, ob Verlierer, ob disqualifiziert oder nicht. Ein Genuss zuzusehen, das kann ich Ihnen sagen. Da haben teilweise Teams gearbeitet, die funktionierten wie eine geölte Maschine. Und ich habe da wieder mal erkennen müssen, wie sehr sich der Hundesport heutzutage verändert hat. Der wurde viel schneller, präziser, knackiger, selbstverständlich auch ausgestattet mit Elementen, die wir damals in den 80er und 90er Jahren nicht kannten. Es war eine große Veranstaltung mit, glaube ich, an die 200 Startern bei der IGP und an die 100 Startern beim Mondioring, wo besonders meine österreichischen Landsleute zeigten, wo der Hammer hängt. Und auch hier möchte ich ganz besonderen Respekt aussprechen an meine österreichischen Landsleute, weil die dort als einzige Nation angetreten sind, die in ihrem Heimatland nicht an der Schutzarbeit trainieren darf. Das haben wir ja österreichischen Tierschutzorganisationen zu verdanken, die Druck auf den grünen Ex-Minister Rauch ausgeübt haben, worauf wir als Österreich heute als einziges Land auf der ganzen Welt mit dem Verbot der Schutzarbeit oder dem Trainings zur Schutzarbeit belegt sind. Ja. Und die österreichischen Hundesportler deswegen gezwungen sind, ins Nachbarausland auszuweichen, um dort zu trainieren. Und trotzdem haben sie bei der diesjährigen Zazit Germany bewiesen, dass sie immer noch ganz oben mitspielen können, auch wenn wir gehandicapt sind. Liebe Tierschutzorganisationen, lieber Herr Ex-Minister Rauch, Sie können stolz sein, ja, auf Ihr Kunststück, das Sie uns da vor die Füße geworfen haben, also, dass Sie uns da gemüßigt haben, zu welchem Sie uns hier verurteilt haben. Ja. Ganz eine tolle Leistung von Ihnen. Ja, nochmal, diese Zazit Germany 2026, für mich ein Genuss gewesen anzusehen, und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin neidisch auf alle Starter dort, wirklich neidisch, weil ich weiß, dass ich diese herrliche, diese fantastische Welt des Hundesports als Aktiver nie wieder betreten werde. Ich war da schon involviert in dem Ganzen, habe das genossen, jede Sekunde davon, habe es aber auch jetzt genossen, dazu zu sehen. Und nochmal, Wahnsinn, was da für tolle Hundesportler und tolle Hunde da draußen herumlaufen. Liebe Starter dieser Zazit, liebe Leute, die mit dieser Zazit Golden League zu tun haben, sie werden heutzutage notwendiger gebraucht als je zuvor. Also der Meinung bin ich ganz sicher. Ganz kurz noch, bevor wir mit dem heutigen Video weiter fortfahren. Natürlich haben auch bei dieser Zazit Germany 2026 wieder die Malinois dominiert. Es ist nun mal so. Es starteten zwar auch deutsche Schäferhunde, Riesenschnauzer, Dobermänner, Rottweiler, doch der Mali ist nun mal der Hund, der sich für diese Art Sport als Rasse am besten eignet. Nicht grundlos stellt er 95% der Starterrasse dar bei diesen Events. So viel zur Zazit Germany 2026. Es war mir ein Bedürfnis, das zu sagen. Nun zum heutigen Video. Indische Hunde. Häufig viel zu wenig betrachtet.
zumeist unterschätzt, untergehend in der Masse der weit bekannteren Hunderassen. Und die sehen wir uns heute an. Also bis gleich. Nun, möglich, dass mir Vito mit seinen Grimassen im Vorwort die Show gestohlen hat, das kann schon sein, doch ich vergönne es ihm, er ist ja schließlich mein Junge, soll auch er seine Momente haben, ja. Nun zum Video. Ich mag Indien sehr, ein Land mit jahrtausendalter Tradition, über welches eine große Spiritualität schwebt, herrliche Landschaften vom Himalaya-Gebiet bis zu tropischen Küsten. Und auch die Bevölkerung Indiens ist eine, mit der ich persönlich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht habe. Natürlich gibt es auch negative Dinge über Indien zu erzählen. So wäre da zum Beispiel dieses Kastensystem, das ja bis heute existiert und immer noch für Ungleichheit sorgt. Oder teilweise vorkommende extreme Armut. Auch Umweltverschmutzung ist ein großes Thema Indiens. Ja, eine klare Sache. Die Inder sind Hunden gegenüber generell sehr positiv eingestellt. Das ist ein großer Pluspunkt für mich. Das mag mit ihrer traditionellen hinduistischen Glaubensrichtung zu tun haben, in welcher Tiere sehr respektiert werden und besonders Hunde als treue Begleiter gelten. Doch gibt es auch sehr viele Inder, die schon mit Furcht vor Hunden aufwachsen. Schauen Sie, bis zu 40 Millionen Straßenhunden leben in Indien. Diese Zahl müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dass es hier zu Problemen kommt, ist eine klare Sache. Die Tollwut ist in Indien ein großes Thema und jährlich kommen mehrere tausend Menschen durch Bisse von tollwütigen Hunden ums Leben in Indien. Also dass hier verbreitet eine große Vorsicht Hunden gegenüber vorherrscht, das ist verständlich. Ja. Doch werden viele dieser Straßenhunde in recht vielen Regionen Indiens auch sehr gut behandelt, ja, und natürlich auch genutzt. So gelten sie in einigen Siedlungen als natürliche Alarmanlagen gegen nächtlich oder nächtens herumschleichende Leoparden oder Streifenhyänen, die immer eine Gefahr für die Dorf- oder Siedlungsbewohner darstellen. Ja. Außerdem hat Indien eine Reihe sehr interessanter, sehr toller, nicht zuletzt sehr schöner Hunde erschaffen. Und die sehen wir uns heute mal etwas näher an. Ja. Nun los geht's. Wir beginnen mit den Windhunden Indiens und da gibt es eine Besonderheit, die diese Hunde von anderen Windhunden unterscheidet, liebe Zuseher, passen Sie auf. Denn während der Großteil dieser Hundekategorie mit wenigen Ausnahmen dafür bekannt ist, sich überhaupt nicht als Wach- und Schutzhunde zu eignen, ist es bei den indischen Windhunderassen genau das Gegenteil. Diese Sichtjäger werden für ihren Wach- und Schutztrieb geschätzt, sind dafür bekannt und kommen deshalb auch häufig als Diensthunde beim indischen Militär und der indischen Polizei zum Einsatz, obwohl man ihnen das im ersten Augenblick nicht zutrauen würde. Und ich konnte mich auch persönlich in der Praxis noch nie von diesem Wach- oder Schutztrieb dieser Windhunde überzeugen, da noch nie ein indischer Windhund vor mir gestanden ist. Ich muss Ihnen aber weitergeben, wie diese Hunde beschrieben werden. Und so werden sie beschrieben. Wir beginnen mit dem Rampur Hound, auch Rampur Greyhound genannt, erschaffen aus dem Tazi, dem Afghanen und dem englischen Greyhound, für die Jagd auf das Wildschwein. Und hierbei scheuen diese Jäger nicht den Griff auf dieses wehrhafte Wild und zeigen dabei enorme Härte, so steht es geschrieben. Ja. Auch wenn man ihm das nicht zutrauen würde, ich wiederhole mich, dieser Hund ist nicht nur ein exzellenter Jäger, sondern auch ein zuverlässiger Bewacher und Beschützer. Zumindest sagt man ihm das nach. Der nächste wäre der Chippy Parai, welcher auf den Saluki zurückgeht. Und der wurde für die königlichen Familien von
Tirunelveli und Madurai gezüchtet. Wildschweine, Rotwild und Hasen wurden von ihm erlegt. Außerdem bewachte er Haus, Grund und Familien. Ein anderer wäre der Maratha Greyhound oder Maratha Hound. Und der geht ebenfalls auf arabische Windhunde zurück und kam als Jäger aufgepasst aufs Wildschwein und den Leoparden zum Einsatz. Auch er wurde als Wachhund hochgeschätzt. Der Mudhol Hound, ein exzellenter Jäger mit enorm starkem Trieb. Er gilt als hervorragender und unbestechlicher Wächter seiner Familie. Ja, so ist das. Und als letzter der indischen Windhundetypen und mein persönlicher Favorit dieser Kategorie, der wunderschöne und elegante Rajapalayam. Ein Hund, der mich manchmal an einen weißen Dobermann erinnert. Und zwar nicht nur anatomisch, sondern auch charakterlich. Ja. Passen Sie auf, der königliche Jagd- und Wachhund aus Tamil Nadu. Eine sehr alte Hunderasse, die in den kanadischen Kriegen auch als Kriegshund zum Einsatz kam. Ein äußerst eleganter, schneidiger Hund, wie ich finde. Es folgen 3 Hundetypen, die sich ähneln, sich aber schon außerhalb der Kategorie der Windhundeszene bewegen. Der erste wäre der Jonangi. Dieser Hund wurde ursprünglich von Hirten gezüchtet, um Vieh vor Raubtieren zu schützen, also ein Hütehund. Und auch bei der Jagd zu helfen. Aufgepasst! Viele dieser Jonangis verwilderten und wurden zu geschickten Fischjägern, was jedoch zu Konflikten mit lokalen Fischern führte, wie man sich denken kann. Ja. Der nächste wäre der Desi Dog, auch indischer Paria-Hund genannt. Und dieser Hund ist einer der ältesten und natürlichsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Ja, Rassen, sagte ich, denn obwohl er sich über Jahrtausende durch natürliche Selektion entwickelt hat, wird er heute auch teilweise gezielt in dieser Reinform gezüchtet. Dieser Hund ist seit prähistorischen Zeiten eng mit dem Menschen verbunden und zählt zu den gesundheitlich robustesten Hundetypen oder Hunderassen auf der ganzen Welt. Als dritten hätten wir den Kombai Dog. Auch diesen Hund soll es schon seit dem 9. Jahrhundert vor Christi Geburt in dieser Form geben. Mit Vorliebe von den Marava-Königen im Süden Indiens gezüchtet, jagten diese Hunde Wildschweine, Hirsche und Bären, schützten und schützen bis heute die Siedlungen vor dem Leoparden und der Hyäne, besitzen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb und werden so wie einige Windhunde, vor allem so wie der Rajapalayam, gerne auch als Diensthunde bei Militär und Polizei eingesetzt. Ich habe über den Rajapalayam und über den Kombai Dog schon mal ein Rasseporträt gebracht. Das sind 2 sehr interessante Hunde. Ich lade Sie herzlich dazu ein, sich diese beiden Videos anzusehen. Nun ein Hund, der im Vergleich zu diesen anderen indischen Hunden völlig aus der Rolle fällt. Der indische Spitz. Um einen Begleithund für das indische Stadtleben zu erschaffen, welcher trotz flauschigem Aussehen trotzdem mit den doch recht drückenden Temperaturen Indiens zurechtkommt, wurden europäische und japanische Spitze mit einheimischen Hunden gekreuzt. So entstand der indische Spitz und das ist ein sehr anpassungsfähiger, mittelgroßer Gesellschaftshund, dem man ein sehr entzückendes Wesen nachsagt. Und zum Schluss die etwas derbere, größere Abteilung. Und hier kann Indien mit 3 verschiedenen Hunden aufwarten. Der Gul Ker. Ja, dieser Hund wird Ihnen bekannt vorkommen. Das Äußere erinnert Sie an eine europäische Hunderasse, ja, an den Standard Bull Terrier, denn aus diesem ging der Gul Ter hervor. Als die britischen Besatzer den Bull Terrier mit ins Land brachten, baten die Inder diesen Standard Bull Terrier mit einheimischen Hunden, so entstand der Gul Ter. Ein Großwildjäger, ein Packer und anders als es zumeist sein britischer Verwandter, der Bull Terrier, ist ein exzellenter Wach- und Schutzhund für seine Familie. Leider wurde der Gul Ter und wird er wahrscheinlich auch noch bei Hundekämpfen oder Kämpfen gegen Bären eingesetzt. Dann haben wir den Gul Dong, ein Mix aus Gul Ter und Bully Kutter, welchen wir zum Abschluss sehen werden.
Auch dieser Hund diente als waschechter Saupacker und kann bei diesem Vorhaben locker mit Dogo Argentino und Co. mithalten. Locker. So wie der Gultier stellt auch der Bulldog einen hervorragenden Beschützer seiner Familie dar. Doch auch er wurde und wird für Tierkampfveranstaltungen missbraucht. Ja. Last but not least das Flaggschiff Indiens, der mächtige Bully Kuta, auch Alango oder Sindh-Mastiff genannt. In für Europa entschärfter Version gezüchtet eine sehr interessante Hunderasse. Keine Frage, doch ich sage Ihnen was. Hunde, die in Indien oder Pakistan wesenstechnisch auf traditionelle Art und Weise hervorgebracht werden, wären hier bei uns in Mitteleuropa völlig fehl am Platz, glauben Sie mir. Ja. Diese Hunde sind zwar nicht immer von gigantischem Ausmaß, aber sie können monströse Anatomien annehmen und zeigen aber sehr häufig enorm pfeffriges Wesen. Und das, liebe Zuseher, ist gelinde ausgedrückt eine ziemlich delikate Kombination, möchte ich meinen. Ja. Über die Entstehung und das Alter dieser Hunderasse wird gestritten. Sagen die einen, der Bully Kuta in dieser Form entstand erst in den letzten 200 Jahren. Behaupten andere, völlig überzeugt, dass schon die Armee Alexander des Großen gegen ihn in seiner Aufgabe als Kriegshund kämpfen musste. Hier steht Aussage gegen Aussage. Ja. Kriegshund, Wachhund, Schutzhund und leider auch Kampfhund. Das waren und sind die Einsatzgebiete dieses beeindruckenden Hundes. Ja, das war's. Mit Sicherheit treffen die Hunde Indiens nicht jedermanns Geschmack. Ganz klar, doch für mich haben sie alle dieses gewisse Molekül, ja, das sie für mich sehr interessant macht. Und obwohl man bei Vertrautheit mit meinem Kanal denken könnte, meine persönlichen Favoriten wären diese derben, diese großen indischen Hunde, die Sie jetzt zum Schluss sahen, sind es der Combat Dog und der Rajapalaya, die hier in diesem Video zu meinen persönlichen Favoriten zählen. Aus verschiedensten Gründen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.